Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 41. Wie geht es dir, mein Freund? Willkommen in der Stadt, lange nicht gesehen. Mir geht es gut. Ich bin hierher gekommen, um meine Verlobte zu finden. Ich wollte sie heiraten. Sie ist weggelaufen und in die Stadt gekommen. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss sie bald finden. Ich will sie heiraten. Wie sieht sie aus? Wie heißt sie? Sie ist ein junges Mädchen. Ihr Name ist Mia. Sie ist 25 Jahre alt. Ich weiß, dass du mir helfen kannst. Sie kennt hier niemanden. Es wird eine schwierige Aufgabe sein. Keine Sorge, ich werde dir helfen, du bist mein bester Freund. Alexander ist ein guter Mensch. Er macht mich glücklich. Warum denke ich an ihn? Guten Morgen, Mia. Guten Morgen. Danke noch einmal, Alexander. Dieser Ort war wunderschön. Wir können wieder dorthin gehen, Mia. Bist du heute Abend frei? Können wir zusammen im Restaurant zu Abend essen? Ja, klar. Wir können ins Restaurant gehen. Ich bin super aufgeregt. Danke, Mia. Lisa, was ist passiert? Warum bist du traurig? Dieser alte Mann ist hierher gekommen. Mia ist nicht in diesem Dorf. Sie ist in der Stadt. Dieser alte Mann sucht ihre Mutter. Ich kann nicht putzen und kochen. Du musst eine Haushälterin einstellen. Was meinst du? Ich kümmere mich nicht um Mia. Ich kümmere mich nur um dich. Ich kann keine Haushälterin einstellen. Du weißt, wir haben nicht viel Geld. Wir arbeiten nicht. Ich weiß nichts, Mama, ich will auch in die Stadt gehen. Wir müssen dieses Dorf verlassen, wir werden dieses Haus verkaufen. Danach werden wir in die Stadt gehen. Überhaupt nicht. Du hast den Verstand verloren. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bekomme jeden Monat die Rente deines Vaters. Du musst putzen und kochen. Das ist alles. Ich werde dich bald finden, Marie, du kannst mich nicht verlassen. Du musst Geld für mich verdienen, ich kann keine Flasche Bier kaufen. Hey, du! Bitte erschieß mich nicht, ich werde dir dein Geld bald geben. Ich glaube dir nicht mehr. Du hast dir vor 2 Monaten Geld von mir geliehen. Du bist ein Trinker. Ich will jetzt mein Geld. Du kennst mich noch nicht. Bitte vergib mir, ich habe jetzt kein Geld, meine Frau hat mich verlassen. Ich werde sie bald finden, bitte gib mir ein paar Tage, ich flehe dich an. Ich weiß, dass du mir kein Geld geben wirst. Du musst jetzt sterben. Ich brauche kein Geld von dir. Ich will deine schwangere Frau. Ich will dein Baby. Ich wollte immer ein Baby. Deine Frau muss mir ihr Baby geben. Okay, ich habe es verstanden, du kannst mein Baby nehmen, ich habe keinen Einwand.
Bitte gib mir ein paar Tage, mein Baby gehört dir. Du hast nur 2 Tage. Merk dir meine Worte. Ich gehe jetzt. Ich werde nach 2 Tagen zurückkommen. Oh Gott, ich muss Marie bald finden, ich werde sie verkaufen, ich will nicht sterben. Ich muss etwas tun. Liebt Alexander mich? Oh Gott? Ich kann etwas fühlen. Ich werde dir von meinen Gefühlen erzählen, Mia, ich liebe dich sehr. Ich kann nicht ohne dich leben, ich werde dich heiraten, du gehörst nur mir. Mia, du siehst wunderschön aus. Was ist hier los? Gehst du irgendwo hin? Ja, ich werde heute Abend mit Alexander zu Abend essen. Er nimmt mich mit. Oh wirklich? Wann ist das passiert? Liebt er dich? Verbirgst du etwas vor mir? Nein, Lena, ich verberge nichts vor dir. Er hat nichts gesagt, ich warte noch. Was bedeutet das? Liebst du Alexander? Ich freue mich so für dich. Bleib glücklich. Viel Glück. Ja, ich habe Gefühle für ihn, mein Herz schlägt so schnell. Was wird er heute Abend sagen, liebt er mich oder nicht? Alles wird gut. Denk positiv. Ich freue mich so für dich. Alexander ist ein guter Mensch. Er wird dich glücklich machen. Guten Abend, Alex. Wie war dein Tag? Guten Abend, es war großartig. Eigentlich werde ich bald mein neues Unternehmen eröffnen. Ich arbeite gerade daran. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Du musst hungrig sein. Ich habe Abendessen für dich gemacht. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Können wir zusammen zu Abend essen? Ja, klar. Ich werde den Tisch decken, du kannst das Geschirr bringen. Danke noch einmal, Marie. Du siehst sehr schön aus, Mia, sollen wir jetzt gehen? Du siehst auch gut aus. Ich bin bereit, lass uns gehen. Er ist nicht zu Hause. Alexander und Mia sind ins Restaurant gegangen. Ich denke, dass sie verliebt sind. Alexander mag Mia sehr. Ich bin auch sehr glücklich. Mia wollte eine Familie. Sie hat ihren Traummann gefunden. Das Abendessen war lecker, du bist sehr talentiert, Marie. Dein Mann hat einen Schatz verloren, ich bin stolz auf dich, du kannst elegante Kleider nähen, du kannst leckeres Essen kochen. Danke, Alex. Ich möchte dich besser kennenlernen. Bist du noch nicht verheiratet? Ich bin kein guter Mensch, Marie, ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht. Es ist eine lange Geschichte, ich hatte eine Frau, ich habe sie verlassen. Okay, Alex, ich werde dich nicht zwingen, ich kann dich verstehen, du bist für mich ein guter Mensch. Was ist passiert, Marie? Bist du okay? Ich glaube nicht, mein Bauch tut weh. Können wir ins Krankenhaus gehen?
Ja, klar, ich werde dich ins Krankenhaus bringen. Hey, mein Freund, lass uns ausgehen. Du musst hier die Innenstadt erkunden. Ich weiß, dass du dich hier langweilst. Wir können draußen zu Abend essen. Ja, klar, das ist eine großartige Idee. Ich möchte diese Stadt erkunden. Ich möchte das Essen hier probieren. Ich muss Marie bald finden. Ich habe nur 2 Tage. Ich werde meine Frau verkaufen. Dieser Mann ist sehr gefährlich. Er braucht mein Baby. Ich will nicht sterben. Wo bist du, Marie? Entschuldigung. Ja? Bitte, haben Sie hier in der Nähe ein schwangeres Mädchen gesehen? Das ist Ihr Foto. Haben Sie sie hier in der Nähe gesehen? Bitte helfen Sie mir. Es tut mir leid, ich kenne dieses Mädchen nicht. Ich habe sie nicht gesehen, ich muss jetzt gehen. Oh Gott, wo bist du, Marie? Du kannst von hier nicht entkommen. Ich werde dich bald finden. Herr Doktor, wie geht es meinem Baby? Ich möchte auch das Geschlecht wissen. Ist alles in Ordnung? Keine Sorge, du bist vollkommen in Ordnung, dein Baby ist auch gesund. Ich kenne das Geschlecht, ich habe Ihre neuesten Berichte gesehen, Sie bekommen einen Jungen, er ist gesund. Was, sind Sie sicher? Vielen Dank, Herr Doktor. Ich bin heute so glücklich, mein Prinz kommt. Du musst nur auf dich selbst aufpassen, ich werde dir zusätzlich einige Nahrungsergänzungsmittel verschreiben. Alles ist in Ordnung. Alex, hast du das gehört? Ich werde einen Jungen zur Welt bringen. Ich bin heute so glücklich, es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch, Marie, ich freue mich so für dich. Du hast nur noch ein paar Wochen übrig, du musst auf dich selbst aufpassen. Ich habe es geliebt, ich mag diesen Ort, ich bin noch nie zuvor hier gewesen. Mia, eigentlich möchte ich dir etwas sagen. Ich gehöre ganz dir, Alexander, was willst du mir sagen? Ich denke, wir sollten einen Nachtisch haben, ich werde es dir später sagen, magst du Eis? Alexander, wir werden später Nachtisch haben, was willst du mir sagen? Ich bin so neugierig. Du kannst es mir sagen, ist alles in Ordnung? Mia, du bist ein gutes Mädchen, ich werde nicht um den heißen Brei herumreden. Ich fühle etwas für dich, ich glaube, ich bin verliebt, ich habe Gefühle für dich. Ich möchte sagen, dass ich dich sehr liebe, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Mia, ich denke, dass du mich auch liebst. Liebst du mich? Bitte sag etwas. Ich liebe dich auch, Alex, ich liebe dich ebenfalls. Vielen Dank, dass du in mein Leben gekommen bist.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.